Gefäße abschneiden und von der Scheibe abheben. Kein Problem, oder? Jetzt geht es ganz einfach um das Abschneiden und Abheben unseres Gefäßes nach der Herstellung. Normal hat man oder ich habe meinen Abschneidedraht im Wasser, dann bleibt der Ton daran immer feucht. Es ist nämlich wichtig, dass der Draht sauber ist. Man kann ihn auch an der Hose oder wie hier an einem Holz kurz abstreifen, wenn trockener Ton dran ist. Geht also wirklich sicher, dass der Draht sauber ist zum Abschneiden. Der Abschneideprozess ist recht simpel. Ich drücke runter und ziehe durch. Ob sich die Scheibe dabei leicht dreht, ist nicht so wichtig. Das Abheben ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Zuerst merkt euch die Stelle, wo der Draht zuletzt rauskam, und merkt euch, dass das Gefäß unten stabiler ist. Das heißt, unten hat es ja noch seinen Boden und da können wir es viel besser packen. Jetzt heben wir es dort zuerst hoch, wo der Draht zuletzt war, und jetzt hat man es eigentlich recht stabil. Wie doll man drücken muss, lernt man mit der Zeit. Und jetzt kann man es quasi überall auf den Ort stellen oder auf das Brett, wo man es möchte. Soweit, so einfach. Den Ton hier lasst auf der Scheibe für den nächsten Klumpen. Kommen wir hier zum Blick von oben. Draht ansetzen und durchziehen. Wirklich schön runterdrücken auf den Scheibenkopf. Eigentlich alles kein Problem. Wenn wir beim Abheben den Topf etwas zerdrücken oder die Form sich ändert, so ist es meistens noch korrigierbar im lederharten Zustand. Also ich habe das eben schon gezeigt, das ist recht flexibel, das alles. Das ist eine Frage des Könnens. Je besser ihr drehen könnt, je öfter habt ihr abgehoben und das regelt sich von ganz allein. Kommen wir jetzt zu einem besonderen Fall. Und zwar, wenn der Boden etwas größer ist, dann neigt so ein Draht dazu, sich in der Mitte etwas anzuheben, besonders wenn Ton dazwischen ist. Schaut mal, wenn ich den jetzt so richtig über die Kanten drücke, dann ist in der Mitte trotzdem etwas Luft. Das ist nicht gut bei großen Gefäßen. Es gibt eine Möglichkeit, um das etwas abzumindern, und zwar indem ich, wie jetzt hier ohne Topf gezeigt, einfach mal hin und her säge, sag ich mal. Und dadurch kann man das recht gut verhindern. Drähte gibt es in verschiedenen Stärken oder auch gedrillt oder nicht. Wenn man wie hier so einen glatten Draht benutzt, dann hat das den Vorteil, dass der Boden wirklich schön glatt wird. Der Nachteil ist, es ist unter Umständen bei einem größeren Boden sehr schwer abzuheben, weil es sofort wieder zusammenklebt. Hier hilft man sich, indem man etwas Wasser vor den Topf macht und dann das Wasser mit dem Draht unter dem Topf hindurchzieht. Das kann man sofort beim ersten Mal schneiden machen oder so wie hier im Beispiel beim zweiten Mal. Es wird dann so sein, dass ihr den Topf viel leichter abheben könnt. Und dann gibt es noch Sonderfälle. So einen Kerzenleuchter kann ich nicht einfach anfassen und abheben. Wie geht man da vor? In dem Fall mache ich es so, dass ich zunächst Wasser unten durchziehe, wie eben im Beispiel gezeigt. Ich merke mir, wo der Draht hervortrat. Das drehe ich nach rechts. Dann nehme ich solch einen Kuchenschaber oder Teigschaber und mache Wasser an diese Stelle. Und jetzt lupfe ich nur ein Eckchen an. Gehe mit dem Finger drunter,
halte fest. Jetzt kann ich mit dem Schaber circa bis zur Hälfte drunter und kann jetzt das Gefäß vorsichtig abheben. Und dann stelle ich es ab, wo ich möchte. Dabei, so mal ein bisschen tiefer halten, zuerst ein bisschen mit Schwung, die Stelle, wo der Schaber nicht ist, drunter, dann klebt das an, dann kann ich das problemlos hier herausziehen und schon hat man es abgehoben. Je nachdem, was man gedreht hat, braucht man unter Umständen unterschiedliche Drähte. Ich habe in meiner Werkstatt richtig viele davon, angefangen von Angelsehne bis zu dreifach gedrillten Drähten, wie hier mit dem Korken dran, oder dieser wirklich ganz lange Draht. Seht zu, dass ihr eine kleine Sammlung davon habt und am Ende nicht wirklich ein Gefäß ruiniert, nur weil ihr den falschen Draht benutzen müsst.